Ein Luftschlag erschüttert den Nahen Osten. Iran strikes back, firing ballistic missiles directly at Israel. Israel hat den Iran angegriffen. Aber war es Selbstverteidigung oder ein Bruch des Völkerrechts? Eine Frage, die die Welt spaltet und uns direkt in einen jahrzehntealten Konflikt führt. Iran has never given up its quest for nuclear weapons and the missiles to deliver them. Heute tauchen wir tief in die Operation Rising Lion ein, schauen uns das iranische Atomprogramm an und klären die Frage: Durfte Israel den Iran angreifen? Nuclear weapons. Nuclear weapons. Nuclear weapons. Atomic bombs. Und die Antwort ist komplexer, als sie von außen zu sein scheint. Es geht um Atomwaffen, Machtspiele und eine Definition, die über Krieg und Frieden entscheidet. Bevor wir aber ins Detail gehen, müssen wir zuerst die Spielregeln verstehen. Das Völkerrecht ist das Fundament der internationalen Beziehungen. Es verbietet grundsätzlich Gewalt zwischen Staaten. Das ist in Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta klar festgeschrieben. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Aber, und das ist das große Aber, es gibt Ausnahmen. Die wichtigste Ausnahme, das Recht auf Selbstverteidigung. Doch hier wird es kompliziert. Artikel 51 der UN-Charta erlaubt einem Staat, sich zu verteidigen, wenn ein bewaffneter Angriff gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt. Das klingt doch eindeutig, oder? Ist es aber nicht. Denn die große Frage ist, wann genau beginnt ein solcher bewaffneter Angriff? Muss man warten, bis die Raketen fliegen, oder darf man schon vorher handeln? Und hier kommt die Caroline-Doktrin ins Spiel. Ein historischer Fall aus dem Jahr 1837. Sie besagt, Selbstverteidigung ist nur dann erlaubt, wenn die Notwendigkeit augenblicklich erdrückend ist, keine Wahl der Mittel und keinen Augenblick der Überlegung lässt. Die Caroline-Doktrin wird im Völkerrecht unter folgenden Begriffen zusammengefasst: Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit und Imminenz, also ob die Bedrohung sofort eintritt. Diese Kriterien sind entscheidend für die Rechtmäßigkeit einer Verteidigungshandlung nach dem Völkerrecht. Und jetzt kommt der Knackpunkt, der den Angriff Israels auf den Iran so explosiv macht. Der Unterschied zwischen einem präemptiven und einem präventiven Schlag. Ein präemptiver Krieg wird begonnen, um einen unmittelbar bevorstehenden Angriff abzuwehren. Stellt euch vor, der Feind steht mit der geladenen Waffe vor eurer Haustür, kurz davor abzudrücken. Das wäre ein Fall für einen präemptiven Schlag. Die Bedrohung muss unmittelbar sein und es muss die letzte mögliche Gelegenheit sein, um die Bedrohung abzuwehren. Ein präventiver Krieg wird hingegen gestartet, um eine potenzielle Bedrohung zu zerstören, die nicht unmittelbar bevorsteht. Hier geht es nicht um die Abwehr eines sofortigen Angriffs, sondern darum, eine zukünftige Gefahr auszuschalten. Und genau das ist der Punkt, an dem die meisten Völkerrechtler von einer Aggression sprechen. Und diese Handlung wäre dann völkerrechtswidrig. Denkt an den Irakkrieg von 2003. Anfangs als präemptiv verkauft, aber rückblickend von vielen als präventiv eingestuft. Der 11. September 2001 hat diese Debatte noch verschärft, vor allem bei Bedrohungen durch Massenvernichtungswaffen. Die vorherrschende Meinung blieb jedoch klar: Antizipatorische Selbstverteidigung ist nur rechtmäßig, wenn ein Angriff wirklich unmittelbar bevorsteht. Nicht unmittelbare Bedrohungen sollten diplomatisch oder mit Genehmigung des UN-Sicherheitsrates gelöst werden. Bevor wir jetzt aber bewerten können, ob der Angriff Israels auf den Iran ein Akt der Selbstverteidigung war, müssen wir uns Operation Rising Lion und das iranische Atomprogramm etwas genauer anschauen. Und was ganz wichtig ist, war der Iran in der Lage, innerhalb von Tagen einen atomaren Erstschlag gegen Israel zu erzielen? Der israelische Angriff, die Operation Rising Lion, begann am 13. Juni 2025 mit Kampfflugzeugen und Drohnen, die auf Nuklear- und Militärinfrastruktur zielten. Israel behauptete, rund 100 Ziele in der ersten Nacht angegriffen zu haben, darunter die Anreichungsanlage in Natanz und eine Forschungseinrichtung in Isfahan. Das Ziel: den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern. Doch der Iran schlug zurück. Und die Folgen waren verheerend für beide Seiten. Der Iran startete Hunderte von Drohnen und Raketen, von denen einige Israels Luftabwehr durchdrangen und Wohngebiete trafen. Die iranische Revolutionsgarde schwor, dass weitere Angriffe kraftvoller, schwerwiegender, präziser und zerstörerischer sein würden. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Seit dem israelischen Erstschlag wurden mindestens 224 Menschen getötet, über 90% davon Zivilisten, und über 1200 verletzt. So berichtet das iranische Gesundheitsministerium. Darunter waren auch 3 hochrangige Militärführer und 2 führende Atomwissenschaftler des Iran.
In Israel wurden 24 Menschen getötet und über 500 verwundet. Das Rote Kreuz äußerte tiefe Besorgnis um die Zivilbevölkerung und forderte die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Aber wie genau hat Israel den Erstschlag nun jetzt begründet? Israels Hauptbegründung für den Angriff war die Bedrohung durch das iranische Atomprogramm. Sie sehen es als existenzielle Gefahr. Aber wie nah war der Iran wirklich an der Atombombe? Die Einschätzungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Premierminister Netanyahu behauptet seit langem, der Iran sei sehr nah oder nur Monate entfernt von einer Atombombe. Er sieht ein nuklear bewaffnetes Iran als existenzielle Bedrohung und begründete damit die Operation Rising Lion. Ein israelischer Militärbeamter sprach sogar von Material für 15 Atombomben innerhalb weniger Tage. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Netanyahu seit über 30 Jahren vor einer atomaren Bewaffnung Irans warnt. Schon 1992 sagte Netanyahu als Parlamentsabgeordneter: Wir können davon ausgehen, dass der Iran innerhalb von 3 bis 5 Jahren in der Lage sein wird, eine Atombombe zu entwickeln und herzustellen. Diese Behauptung wiederholte Netanyahu über 30 Jahre lang mit immer kürzeren Zeiträumen. Im Jahr 2002 sagte Netanyahu im US-Kongress aus, dass der Irak und der Iran aufgrund der Fortschritte im Atomprogramm angegriffen werden müssen. Are there any other nations that you would recommend that the United States launch preemptive attacks upon at this point? The two nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons, is Iraq and Iran. Und beim Irak stellte sich später heraus, Atomwaffen gab es keine. Netanyahu scheint also ein eher schlechter Kronzeuge zu sein. Aber schauen wir kurz in die USA. Und hier kommt der große Kontrast. Tulsi Gabbard, Direktorin der nationalen US-Nachrichtendienste, erklärte im März 2025, dass der Iran keine Atomwaffe baut und der oberste Führer Khamenei das Atomwaffenprogramm nicht wieder genehmigt hat. Ein früherer Bericht sprach davon, dass der Iran noch bis zu 3 Jahre entfernt von der Fähigkeit, eine Atomwaffe zu produzieren und einzusetzen wäre. Doch US-Präsident Donald Trump wies diese Einschätzung seiner eigenen Geheimdienste öffentlich zurück. Was für ein Chaos! Die Internationale Atomenergiebehörde IAEO warnte zudem, dass der Iran über genügend angereichertes Uran für mehrere Atombomben verfügen könnte, sollte er sich dazu entscheiden. Sie stellten auch fest, dass Uran in der Fordow-Anlage auf 83,7% angereichert wurde. Kurz vor dem Angriff rügte die IAEO den Iran wegen Nichteinhaltung seiner Sicherungspflichten. Nach dem Angriff bestätigte die IAEO, dass der oberirdische Teil der Natanz-Anlage, wo Uran bis zu 60% angereichert wurde, zerstört wurde. Die Fordow-Anlage tief im Berg blieb weitgehend unversehrt. Kelsey Davenport von der Arms Control Association betonte, dass Israel keine klaren oder überzeugenden Beweise vorgelegt habe, dass der Iran kurz vor der Bewaffnung stünde, obwohl er seit Monaten eine nahezu Null-Ausbruchszeit hätte. Außerdem vermuten Experten wie David Albright, dass die israelischen Angriffe Irans Atomprogramm um etwa 1 Jahr zurückgeworfen haben. Israel, die USA und die internationalen Experten haben total verschiedene Einschätzungen darüber, wie schnell der Iran funktionsfähige Atomwaffen besitzen könnte. Um diese unterschiedlichen Einschätzungen zu verstehen, müssen wir 2 entscheidende Begriffe klären: Breakout Time und Weaponization Time. Es ist der Unterschied zwischen der Fähigkeit, das atomare Material herzustellen und zu besitzen, und der Fähigkeit, eine Atombombe tatsächlich einzusetzen. Die Breakout Time oder Ausbruchszeit ist die geschätzte Zeit, die ein Staat benötigt, um genug waffenfähiges Uran für eine Atomwaffe herzustellen. Waffenfähiges Uran muss zu über 90% mit dem spaltbaren Isotop U-235 angereichert sein. Eine signifikante Menge für eine Waffe sind etwa 27 Kilogramm Uran. Experten schätzten 2025, dass Iran je nach Ausgangsmaterial zwischen 4 Wochen und 7 Monaten für eine Ausbruchszeit benötigen könnten. Kelsey Davenport merkte, wie schon gesagt, an, dass der Iran sogar seit Monaten eine nahezu Null-Ausbruchszeit hatte. Die Weaponization Time oder Bewaffnungszeit ist viel komplexer und länger. Es ist die effektive Zeit, die ein Staat braucht, um eine konventionelle, einsetzbare Atomwaffe zu entwickeln. Das geht weit über die reine Uranproduktion hinaus und umfasst das Design, den Bau eines Zünders und die Integration der Waffe in ein Trägersystem wie eine Rakete. Und das ist der entscheidende Punkt. Selbst wenn der Iran schnell waffenfähiges Uran herstellen könnte, würde er immer noch zusätzliche Zeit benötigen, um eine tatsächlich einsatzfähige Atomwaffe zu entwickeln.
Genau hier liegt der Kern der völkerrechtlichen Debatte. Israel argumentiert mit der kurzen Ausbruchszeit als unmittelbare Bedrohung, während die US-Geheimdienste die längere Bewaffnungszeit betonen, um zu argumentieren, dass der Iran noch Jahre von einer einsatzfähigen Waffe entfernt ist. Diese unterschiedlichen Einschätzungen der Imminenz, also wie zeitnah Iran zur atomaren Bedrohung werden könnte, sind entscheidend für die Frage der Rechtmäßigkeit des israelischen Angriffs. Aber kehren wir nochmal zurück zu der offiziellen Version Israels zur Begründung für den Angriff auf den Iran. Denn neben der offiziellen Version gibt es auch innenpolitische sowie außenpolitische Gründe, die zu dem Angriff geführt haben könnten. Denn es ist auch gar nicht das erste Mal, dass Israel einen Nachbarn aus Gründen einer atomaren Gefahr angreift. Und hier kommt die Begin-Doktrin ins Spiel. Israels offizielle Rechtfertigung für die Operation Rising Lion basiert auf der Gefahr, dass der Iran Atomwaffen erwerben könnte. Premierminister Netanyahu erklärte, Israel verteidige die freie Welt vor Terrorismus und Barbarei, die der Iran fördert und exportiert. Israel behauptet nicht, dass Iran einen direkten Angriff gestartet oder sein Territorium invadiert habe. Stattdessen argumentierten sie, ein nuklear bewaffnetes Iran würde eine irreversible Bedrohung darstellen, die nicht mehr abzuwenden wäre, sobald sie operativ sei. Und dieser Angriff steht im Einklang mit der sogenannten Begin-Doktrin. Benannt nach dem ehemaligen Premierminister Menachem Begin, besagt diese israelische Politik, dass Israel das Recht hat, regionale Gegner am Erwerb von Atomwaffen zu hindern. Das bekannteste frühere Beispiel ist Israels Angriff auf den irakischen Atomreaktor Osirak 1981. Damals rechtfertigte Israel den Angriff als antizipatorische Selbstverteidigung, doch der UN-Sicherheitsrat verurteilte ihn einstimmig als Verstoß gegen das Völkerrecht. Die erneute Anwendung dieser Doktrin im Fall Iran unterstreicht Israels konsequente Haltung, die nukleare Bewaffnung eines Landes in der Region als rote Linie zu betrachten. Dazu nutzte Netanyahu auch die Rüge der IAEO vom 12. Juni 2025, dass der Iran seinen Sicherungspflichten nicht nachkomme, als weiteres Argument. Doch war das Ganze vielleicht nur ein Ablenkungsmanöver? Ein Mittel zum Zweck. Abseits der offiziellen Begründung wird weiterhin angenommen, dass Premierminister Netanyahus politisches Kalkül eine wesentliche Rolle spielte. Netanyahu, dessen Regierung in den Vormonaten starker internationaler Kritik wegen der Gaza-Operation und innenpolitischer Unruhen ausgesetzt war, nutzte den Angriff auf den Iran auch, um diese Kritik abzulenken. Er lenkte die Aufmerksamkeit auf eine externe Bedrohung und konnte so den innen- und außenpolitischen Druck neu ordnen. Auch der Zeitpunkt des Angriffs am 13. Juni 2025 war möglicherweise strategisch gewählt. Er erfolgte kurz vor der geplanten Wiederaufnahme der US-iranischen Atomverhandlungen und einer saudi-französischen Konferenz zum israelisch-palästinensischen Friedensprozess. Diese diplomatischen Initiativen wurden von Netanyahus Hardliner-Koalition als politische Bedrohung wahrgenommen, da sie ihre Politik der langsamen Annexion und demografischen Verdrängung stören könnten. In diesem Kontext schien ein Angriff, bevor ein Abkommen Israels Hände binden könnte, aus israelischer Sicht nicht nur rational, sondern dringend notwendig. Und mit all diesen Informationen kehren wir zurück zur Ursprungsfrage. Durfte Israel den Iran angreifen? Fassen wir die Lage kurz zusammen. Wir erinnern uns, ein präemptiver Schlag ist nur zulässig, wenn ein bewaffneter Angriff unmittelbar bevorsteht, also eine sofortige, überwältigende Notwendigkeit der Selbstverteidigung besteht. Das bedeutet, der Angriff muss in der letzten möglichen Gelegenheit erfolgen. Das wäre laut Artikel 51 des Völkerrechts legal. Ein präventiver Schlag hingegen zielt darauf ab, eine potenzielle, aber nicht unmittelbar bevorstehende Bedrohung zu zerstören. Die meisten Rechtswissenschaftler betrachten präventive Kriege als völkerrechtswidrige Aggression. Israel bezeichnete die Operation Rising Lion als präemptiven Schlag zur Selbstverteidigung gegen die nukleare Bedrohung. Doch viele Rechtsanalysten sind der Ansicht, dass der Angriff eher als präventiv einzustufen ist und somit als verbotene Selbstverteidigung oder illegal angesehen werden muss. Warum? Weil keine unmittelbare Bedrohung durch einen iranischen Angriff nachgewiesen wurde. Die Breakout-Time oder Ausbruchszeit, um genug waffenfähiges Uran für eine Atomwaffe herzustellen, lag zwar laut Kelsey Davenport seit Monaten bei 0. Allerdings lag die Weaponization Time oder Bewaffnungszeit bis zu einer konventionell einsetzbaren Atomwaffe laut Tulsi Gabbard, der Direktorin der nationalen US-Geheimdienste, bei bis zu 3 Jahren. Außerdem behauptet Netanyahu schon seit 33 Jahren, dass der Iran nur noch 3 bis 5 Jahre bis zu einer Atomwaffe benötigen würde.
Israels Begründung stützt sich außerdem auf die Begin-Doktrin, die aber bereits 1981 beim Angriff auf Osirak vom UN-Sicherheitsrat als Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt wurde. Schauen wir uns nochmal die Caroline-Doktrin genauer an. War der Angriff Israels auf den Iran notwendig? Israel argumentierte, der Angriff sei notwendig gewesen, weil eine nukleare Fähigkeit des Iran einmal reicht, irreversibel wäre und ein Abwarten suizidal für Israel sei. Doch Kritiker wiesen darauf hin, dass zum Zeitpunkt des Angriffs noch diplomatische Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran liefen. Das bedeutet, nicht gewaltsame Alternativen waren theoretisch noch nicht ausgeschöpft, was die Notwendigkeit des Angriffs in Frage stellt. War der Angriff verhältnismäßig? Israel behauptete, die Ziele seien chirurgisch ausgewählt worden, um die Fähigkeit des Iran zur Entwicklung und zum Einsatz von Atomwaffen zu schwächen. Das sollte das Kriterium der Verhältnismäßigkeit erfüllen. Aber die hohen zivilen Opfer im Iran mit über 90% Zivilisten unter den Toten werfen Fragen hinsichtlich der Einhaltung des humanitären Völkerrechts auf, das auch im Krieg die Minimierung zivilen Schadens vorschreibt. Und jetzt zur zeitlichen Dimension: War die Gefahr durch den Iran imminent, also kurz bevorstehend? Und das ist das komplizierteste Kriterium. Ein Angriff musste unmittelbar bevorstehen. Nach 9/11 wurde die Interpretation erweitert, um das letzte mögliche Zeitfenster zu berücksichtigen, wenn ein Angriff fast sicher eintreten würde. Israels Argumentation stützte sich auf die Imminenz einer iranischen Nuklearfähigkeit, die in Monaten oder einem Jahr erreicht werden könnte. Doch Michael G. Carnevers, ein Völkerrechtsexperte, argumentiert, eine Fähigkeit, die Monate oder ein Jahr entfernt ist, sei nach klassischen Rechtsstandards nicht unmittelbar. Der Zeitpunkt des Angriffs am Vorabend der wieder aufgenommenen Verhandlungen zwischen dem Iran und der USA ist skeptisch zu betrachten, da Netanyahu Tage, vielleicht sogar Wochen hätte warten können. Da keine einzige der 3 Kriterien der Caroline-Doktrin erfüllt werden konnten, können wir sagen, dass der Angriff Israels auf den Iran laut Artikel 2 Absatz 4 gegen das Gewaltverbot verstößt und somit völkerrechtswidrig ist. Und meine persönliche Meinung ist, dass wir unsere eigene Moral nicht mit dem Völkerrecht vermischen dürfen. Ist der Iran eine Gefahr für die Welt? Möglicherweise schon. Ist es schlecht, dass ein weiteres Land eine Atomwaffe besitzen könnte? Auf jeden Fall. Doch bieten sie eine Grundlage für Israel, den Iran anzugreifen? Laut unserem Völkerrecht nein. Denn wenn wir auch präventive Angriffe als legale Gründe für kriegerische Angriffe in unser Völkerrecht aufnehmen, schwächen wir das Gewaltverbot und unser Völkerrecht enorm und ermöglichen noch mehr legale Kriege in der Zukunft. Und das kann nicht unser Ziel sein. Die internationale Reaktion auf den israelischen Angriff war vielschichtig. Der UN-Sicherheitsrat trat sofort zusammen und forderte Deeskalation und Diplomatie. Der IAEO-Generaldirektor betonte, dass Nuklearanlagen niemals angegriffen werden dürfen. Die Verurteilung des Osirak-Angriffs von 1981 dient als Präzedenzfall für die völkerrechtliche Bewertung. Die G7-Staaten forderten Deeskalation, bekräftigten aber auch gleichzeitig, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen dürfe und unterstützten Israels Recht auf Selbstverteidigung. China verurteilte die Verletzung der Souveränität des Iran. Frankreich und Deutschland riefen ebenfalls zur Zurückhaltung auf, bekräftigten aber Israels Recht auf Selbstverteidigung. US-Senatoren waren gespalten. Einige unterstützten Israels Vorgehen, während andere eine rücksichtslose Eskalation kritisierten. Die Mehrheit der Völkerrechtler ist der Ansicht, dass Israels Angriff eine verbotene Selbstverteidigung oder illegal ist, da es keine Anzeichen für einen unmittelbar bevorstehenden bewaffneten Angriff des Iran gab. Experten wie Marko Milanovic und Kevin John Haller argumentierten, der Angriff sei rechtlich unhaltbar und könnte als Verbrechen der Aggression eingestuft werden. Sie betonten, dass das Völkerrecht den Rückgriff auf Gewalt minimieren soll. Einige wenige Gelehrte argumentierten zwar, dass die Schwere der iranischen nuklearen Bedrohung eine liberale Auslegung des Selbstverteidigungskonzepts zulassen könnte, räumten aber ein, dass zum Zeitpunkt des Angriffs noch andere Optionen wie nukleare Verhandlungen bestanden. Aber wie immer interessiert mich jetzt auch eure Meinung. Durfte Israel den Iran angreifen oder war es eine illegale Selbstverteidigung nach unserem Völkerrecht? Die Fakten habe ich euch ja jetzt geliefert. Aber gerade weil es so ein aufgeheiztes Thema ist, bitte ich alle um respektvollen Umgang in der Kommentarspalte. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann liked das Video, abonniert den Kanal und schaut auch auf meiner Ko-Fi-Seite vorbei. Außerdem sind wir jeden Montag, Donnerstag und am Wochenende live auf YouTube und Twitch. Zum Beispiel heute ab 19 Uhr, normalerweise aber ab 17 Uhr. Passt auf euch auf, euer Phil von Politify.